Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir befinden uns hier auf W27 auf meinem geliebten Battle Mage, auf dem Kampfmagier. Und hier sind wir Stufe 599 und wir haben heute nur eine Mission. Und zwar ist es Stufe 600 erreichen. Und dazu, ja, ist es heute soweit. Wir kommen zwar nicht in den Dungeons mehr großartig weiter, dass wir darüber noch das Level-Up erreichen können. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn das Kalender-Level-Up hilft uns dabei, Stufe 600 zu erreichen. Und ja, damit wird der Battle Mage mein zweiter Char, den ich auf 600 plus gespielt habe. Mein zweiter Account sozusagen, neben meinem Main, dem Magier. Und ja, der dritte 600er Account von der Partie wird wahrscheinlich mein Krieger sein. Meine 3 Hauptaccounts, sag ich mal, die ich bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich spielen werde. Ja, alles andere sind temporäre Zusatzcharaktere, so wie jetzt zum Beispiel auf W60 oder mal hier und da ein bisschen auf EU2 mal ein bisschen rumdaddeln. Aber das sind alles Charaktere, die sind nicht von langer Dauer, aber diese 3, das sind die, auf die ich mich konzentriere. Und deswegen werden die auch gehegt und gepflegt, so gut es geht. Ne? Auf mein Main wird am meisten immer Rücksicht genommen. Da wird alles optimiert bis ins kleinste Detail. Auf dem Battle Mage sieht es schon ein bisschen weniger aus, aber er ist immer noch sehr, sehr gut gespielt, sag ich mal. Und ja, auf W50 natürlich auch. Da versuchen wir natürlich auch, so gut es geht, Vollgas zu geben. Und das nur nochmal so zum kleinen Ranking bezüglich meiner 3 Charaktere, die ich hier jetzt über die Jahre aufgebaut habe und noch weiter ausbauen werde. Ne? Und deswegen würde ich mal sagen, wir labern gar nicht weiter rum hier. Wir drücken auf Abholen und erreichen Stufe 600. Und da haben wir es erreicht, ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast Level 600 erreicht. Ja. Ist natürlich nicht mehr ganz so besonders für mich, da ich das zweite Mal jetzt erreicht habe. Das erste Mal ist es immer noch mal sehr, 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 sehr besonders, muss ich sagen, wenn man in dem Levelbereich schon eine neue Rundung hittet quasi. Ne? Also das nächste ist dann halt eben die 700 auf meinem Main. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Und das ist nach wie vor trotzdem Anblick, den ich sehr genieße, auch jetzt hier mit dem Kampfmagier die Stufe 600 erreicht zu haben. Sieht schon verdammt gut aus, oder? Also sagt mal ehrlich, das ist schon nice auf jeden Fall. So eine 600 hier, schon cool. Ich bin nicht der erste 600er auf dem Server. Der Freedom hat einen Battle Mage, der noch ein bisschen mehr auf XP gegangen ist, der sich, glaube ich, auch hier und da mal ein paar Dungeons aufgehoben hat. Und ja, ich bin der zweite 600er auf dem Server, so wie ich das sehe hier. Ja, was natürlich auch sehr cool ist. Das freut mich auch sehr, dass wir hier so gut vertreten sind, auch auf W27. Und wir sind jetzt nicht der zweithöchste Battle Mage jetzt dadurch, weil W27 ist ja der Battle Mage Server. Hier wurde die Klasse released damals. Es gibt aber auch auf anderen Servern bestimmt hier und da mal ein paar Battle Mages, die direkt zum Release des Battle Mages auf älteren Servern gegangen sind und dort direkt mit Vollboni gespielt haben, plus eventuell auch auf XP gehen und halt eben der Höchste im Level sein wollen vom Battle Mage her. Ne? Freedom ist auch nicht der höchste Battle Mage. Es gibt irgendwo anders noch einen, der nur auf XP spielt. Das mache ich ja zum Beispiel auch gar nicht. Ich gucke ja auch, dass irgendwo die Stats noch einigermaßen hinhauen. Und deswegen werde ich das auch niemals so erreichen. Trotzdem ist es, denke ich mal, nach wie vor eine sehr stabile Leistung, was wir hier an den Tag legen. Boah, Alter, die Tries sehen ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin hier auf blauen Dunst mal kurz reingegangen, weil ich gedacht habe, eigentlich fällt hier überhaupt nichts. Aber Digga,
Ja, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus hier, ne? Aber ich will auch, ich sage euch ehrlich, ich will hier auch jetzt nicht gleich wieder Stufe 601 werden. Das machen wir schön über die Abenteuerlust und die ganzen Sachen, worüber man sich halt sonst XP zieht, ne? Dass wir halt dann ein bisschen länger vielleicht noch hier auf der Stufe bleiben. Ich sage sowieso ja, in dem Gebiet, sag ich mal, in dem Levelgebiet ist es sowieso komplett egal, ob du jetzt nur 600 oder 601 bist oder so. Ne? Was man noch anstreben sollte, ist 632, weil dann halt auch die Goldgrube die maximale Füllgeschwindigkeit erreicht hat und beziehungsweise die optimale Produktionsgeschwindigkeit. Das heißt, sie läuft schneller voll bis zur Stufe 632 und ab da an passiert da quasi gar nichts mehr. Ab da ist dann Schluss, da läuft sie dann nicht mehr schneller voll. Ne? Da ist das Ganze gekappt, das ist nochmal wichtig. Ne? Ansonsten den Greifendrachen, den kriegen wir ab 612 gemaxt. Das heißt, ab hier an bekommen wir auch 10 Millionen Gold für unseren Greifendrachen dann auch gespendet, ja, für die Umweltprämie. Und genau, ab 632 ist es dann auch hier soweit, dass wir hier unsere Früchte auch umwandeln können, weil diese dann auch natürlich 10 Millionen bringen. Das hatte ich ja jetzt erst relativ kürzlich auf meinem Main gemacht. Da haben wir das Ganze mal schnell festgehalten in dem Video und da haben wir ja auch gute Statpunkte zusammenbekommen dadurch, ne? Deswegen, das wird auch noch denn so das nächste Ziel, denke ich mal, hier auf dem Battle Mage. Und ja, ansonsten gucken wir einfach, wo uns hier so die Reise hinführt. Hier und da equippe ich immer so ein bisschen für den, ja, im neuen nicht den Elevator, im Legendary Dungeon. 1, 2 Items sind immer so ein bisschen fällig hier, eine neue Waffe, ne, und die Sachen, die halt so auf den 980er Bereich sind, könnte man wechseln. Aber auch hier auf dem Account passiert natürlich nicht mehr so viel, ne? Also hier wird sich nicht so häufig equipped wie jetzt noch auf etwas frischeren Servern. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar. Ja, und weiterhin ist natürlich auch das Ziel, deswegen gehe ich auch viel auf Gold. Ich möchte natürlich auch einen Mehrwert für meine Gilde sein hier, in der ich spiele. Auf W27, die natürlich auch overall gesehen sehr strong unterwegs ist. IHOF-mäßig gesehen sind wir auf Platz 37 weltweit gerade mit W27. Kurz hier vor Felddienst Inferno auf W20.net. Ne? Also 7 Server Abstand haben die zu uns hier. Und da, ich glaube, die hatten wir auch schon mal überholt gehabt hier irgendwie. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und kämpfen jetzt aber erstmal gegen Starlight im Altenheim. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Gildenname. Ja, habe ich auch schon mal gehört hier irgendwo, aber der hat mich jetzt gerade nochmal off guard gecatcht hier gerade. Ja, wir haben natürlich eine sehr starke Gilde. Die Battle Mages, dem wurde ja auch lange Zeit nachgesagt. Und was ja auch immer noch so ist, dass es halt eine sehr starke Late-Game-Klasse ist. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann auch aussieht, wenn die Klasse eine Art, ja, Anpassung erfährt, weil es wird ja momentan auch viel hin und her getestet beim Kampfmagier. Und da bin ich gespannt. Der Kampfmagier geht ja im Vergleich zum Magier jetzt in die zweite Testphase quasi rein. Deswegen bin ich gespannt, was das für Änderungen nach sich zieht und wie sich das Ganze dann auch auswirkt. Ne? Auch auf die internationalen Server gesehen, weil wir halten jetzt mehr oder weniger unsere Position in der Rangliste. Und da wir ja eine fast komplette Battle Mage Gilde sind, also wir haben ja sehr einen großen Anteil an Kampfmagiern in der Gilde, weil es halt eben der Battle Mage Server ist, ne? Und das ist ja immer so, wenn eine neue Klasse released wird, dann wollen die meisten auf dem Server auch die neue Klasse dann auch spielen. Und so war es halt auch hier auf dem Server gewesen. Die meisten wollten Kampfmagier ausprobieren und sind halt auch dabei geblieben und ja, spielen ihn jetzt halt eben ins Late Game. Und wenn halt eine komplette Gilde fast nur aus Kampfmagiern besteht und wir uns momentan auf, ja, sagen wir mal, dieser Position halten, wo wir jetzt gerade stehen, IHOF-mäßig gesehen, ist es interessant zu sehen, wie sich das denn auswirkt auf die Position in der Ehrenhalle, wenn eine fast komplette Gilde angepasst wird. Ja, von den Fähigkeiten her. Ne? Und ich denke mal, wie auf W27,
an unserem Server kann man das wohl fast mit am besten festmachen, wie dann die Gravierung der Überarbeitung des Kampfmagiers denn sein wird, wie sich das auswirken wird, ne? Auf den Rest des Games, beziehungsweise halt auch eben im Late-Game-Bereich. Ne? Hauptsächlich wurde das Ganze ja auch so wegen den Early-Game-Klassen auch gemacht, deswegen wurde ja auch der Magier so ein bisschen angepasst, ne? Weil er halt in vielen Belangen auf den neueren Servern hier und da mal ein bisschen zu, sag ich mal, ja, was sag ich da am besten zu? Es hat halt nicht ganz gepasst, so im Auge von Playa Games. Und das wäre mit den Anpassungen, mit den Sonn- und Mondstein gegenüber anderen Klassen, wäre das gebalanceder gewesen, als wie es jetzt eventuell gebalanced gewesen wäre. Ne? Aber das wollte ja die Community nicht. Und ich persönlich muss auch sagen, bin auch kein großer Fan davon, die 3 Hauptklassen so umzugestalten, dass die sich halt extrem verändern vom Grundaufbau her der Grundklassen halt eben. Ne? Deswegen ging der Magier auch nicht in eine zweite Testphase, weil das wurde dann halt eben komplett so über den Haufen geworfen, sag ich mal. Und beim Battle Mage waren auch viele dagegen, aber nicht ganz so viele wie gegen den Magier jetzt zum Beispiel. Ne? Und deswegen wird eventuell auch beim Magier, beim Kampfmagier, das Ding ist ja auch, der Kampfmagier ist auch keiner der 3 Hauptklassen so. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum sollte man nur die 3 Hauptklassen, der Battle Mage ist ja eine Klasse, die auch schon extrem alt ist, so, ne? Sag ich mal. Also nicht extrem alt, aber auf jeden Fall älter. Ne? Und viele Leute fangen halt eben mit der Klasse auch an, die vielleicht neu sind im Game. Kann man natürlich auch sagen, ey, ne, passen jetzt hier so meine Klasse an. Aber die 3 Hauptklassen sind halt eben die Klassen, womit das Game halt eben groß geworden ist. So, ne? Ein Großteil der Spielerschaft spielen die 3 Hauptklassen und deswegen hat man vor allen Dingen diese dann halt auch sehr kritisch beäugt, da die Veränderungen halt eben auch immens gewesen wären, halt eben auf die komplette Spielerschaft. Ne? Viele Spieler birgt dann auch gleichzeitig ein hohes Risiko. Ne? Und deswegen bin ich gespannt. Mal schauen. Wir halten uns so zwischen, ja, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich würde sagen, zwischen 40 und 35 bewegen wir uns immer ganz solide. Ne? Mal schauen, was die Änderungen sagen, denn mit dem Battle Mage, ich werde ihn nach wie vor immer noch sehr, sehr gerne spielen, weil mir das Prinzip der Klasse sehr gut gefällt. Es ist eine Mischung aus Krieger und Magier. Er hat viel Leben, ist aber auch irgendwo, es ist halt ein Kampfmagier, so, ne? Er ist irgendwo auch halt, hat halt seine magische Daseinsberechtigung halt eben mit dem Feuerball und so, ne? Deswegen, ich finde die Mischung halt ganz geil und ich denke mal, anhand meiner 3 Klassen, die ich mir ausgewählt habe, kann man auch so ein bisschen ableiten, dass diese Grundklassen mir irgendwo mit am besten gefallen. Ne? Ich habe einen Magier als Main, einen Krieger als dritter Account und halt eben die Mischung aus beiden, den Kampfmagier. So. Also ja, da kann man das vielleicht schon ein bisschen ableiten. Ne? Okay, Leute, das soll soweit von der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben Stufe 600 mit dem Battle Mage erreicht. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Und ja, das war es soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.